auch wenn sie vom Bösen angegangen, sie werden vom Bösen angegangen, immer. Das bleibt nicht aus. Oder glauben Sie, ich könnte das alles tragen? Ich nehme es einfach nicht. Ich sage, leg den Dreck mal hin. Einmal bekomme ich auch dafür Zeit, den Dreck wegzuräumen. Aber ich kann nicht, so mir der Dreck serviert wird, den Dreck nehmen und dann wieder Gutes nehmen. Das geht nicht. Das Gute kann ich da nicht bearbeiten. Haut den Dreck mal beiseite. Wie es bei Ihnen in der Müllkiste auch aussieht. Der Dreck wird dahinter, kommt einer und holt den Dreck nachher weg. Genau dasselbe. Sie bringen ihm etwas entgegen, manchmal muss man diesen Mülleimer vor die Türe stellen. Ja, aber sammeln Dreck dahin, wohin er gehört. Sie wühlen doch nicht in dem Müll, in dem Dreck, oder wühlen Sie drin? Aber genau hier gesagt, praktisch doch. Immer wieder gehen Sie sich mit dem Dreck, mit dem Übel ab. Und das sind die gemeinen Handlungen, die der Mensch an sich selbst begeht. Was glauben Sie, warum ich so spreche, warum ich Ihnen das gesagt habe? Nicht Ihnen alleine, sondern allen gesagt habe. Damit wir uns danach richten. Ja, sprechen Sie ruhig, unbefahren. Ich bin doch so ein kleines Menschenkind. Sie können Sie mit mir ruhig sprechen. Ohne Scham, ohne dass Sie... Hier kommt Lexikon oder was. Damit wir uns bemühen, auf den Ich mache mich Weg ganz zu klein. kommen. Ja, damit Sie selbst alles dazu tun. Glauben Sie, dass es richtig ist? Ja. Ja, begrüßen Sie das. Das wäre doch falsch, ich nehme Sie jetzt alle bei der Hand nur und sage, hier auch was los, wie man so einen Hund an der Leine nimmt und du musst jetzt hier sein. Das wäre doch gar nicht gut, das ist doch keine Freiheit. Ne? Wenn Sie glauben, dass es gut ist. Und wir belehren uns, aber wir müssen uns selber danach richten. Ja, klar, Sie müssen das befolgen. Das Gute befolgen. Das heißt, dem Guten folgen, dem wir alle zu folgen haben. Zu dem wir gehören. Das müssen wir tun. Das ist jeder Mensch sich selbst schuldig. Wenn er einfach nicht folgt, wenig zu raten, dem ist auch nicht zu helfen. Also, ich glaube nicht, dass mein Anraten schlecht ist. Wenn Sie glauben oder noch nicht glauben können, na gut, dann ist Ihre Sache. Genau auch das, liebe Freunde, glauben Sie immer wieder, dass es notwendig ist, dass ich persönlich erscheine. Und Sie wissen die Zwischenzeit nicht auszufüllen. Sie wissen nicht, was Sie in der Zwischenzeit zu tun haben. Dann beschäftigen Sie sich mit anderen und mehr mit belanglosen Dingen, dass Sie sich selbst sogar dabei in Vergessenheit bringen. Dass Sie Ihrem Körper auch keine Beachtung schenken. Nichts von all dem. Ja, das ist auch nicht das Richtige. Auch hier dieser Glaube, dass ich immer dabei sein muss, ist auch nicht richtig. Ich habe doch vor 2 Jahren mal gesagt, wenn ich nur einmal im Jahr komme, das ist viel. Und wenn ich nur heute einmal hier bin, genügt es. Es müsste genügen für den Menschen, wenn er das Gute für sich selbst schon erfasst hat. Und jetzt dabei bleibt und dazu steht. Wir sind schon gut 2 Jahre her, wo ich es gesagt habe. Soll ich zuschließen? Soll ich reinkommen? Ich komme wieder. Ja. Es ist auch nicht notwendig. Hier, bevor ich nach Österreich reinfuhr, gab unser Freund Barber mir noch einen alten Bericht. Hast du ihn schon vorgelesen hier? Ja, die Ludwig hat ihn ja mitgenommen. Ich habe ihn. Aus diesem einen Bericht, liebe Freunde, ist das zu erkennen, aus dem einen nur, dass die Anwesenheit, das heißt, ich müsste so sagen, die Anwesenheit meines Körpers gar nicht erforderlich ist. Und dass der Mensch doch, der da glaubt, nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Nächsten das Gute empfangen kann. Aber nehmen wir dieses gleich zur Belehrung. Und ich werde gleich hören und feststellen, ob und inwieweit Sie das verstehen. Das heißt, nach dem Lesen verstanden haben.
Wer ist ein guter Leser? Hat er selbst aufgeschrieben. Berlin, Frohnau, den 17.09.57. Obacht geben. Werter Herr Gröning, nehmen Sie meinen innigen Dank entgegen, der von ganzem Herzen kommt. Denn meine Frau war ja seelisch sehr krank. Sie redete alles durcheinander, warf alles zum Fenster hinaus. Sie war etliche Male in Kliniken, aber es kam immer wieder. Nach meinem Brief, den ich Ihnen schrieb, wurde es eines Tages besser, so dass man ihr heute nichts mehr anmerkt, sie wieder so wie früher ist. Also nochmals, werter Herr Gröning, meinen aufrichtigsten Dank für Ihre unfassbare Hilfe, die Sie mir zuteil werden ließen. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen überhaupt danken soll. Wo alle ärztliche Hilfe nicht half, halfen Sie, Herr Gröning. Jetzt blicken wir wieder mit Gottvertrauen in die Zukunft. Denn es ist ein Wunder, das an meiner Ehefrau geschah. Nehmen Sie bitte diese Kleinigkeit als aufrichtigen Dank meiner Familie entgegen. Eines Nachts weckte ich auf und mir war freudig zu Herzen. Da wusste ich gleich, dass Sie, Herr Gröning, mit mir von Blochingen sprachen, und ich dankte Gott und bat ihm für die Besserung und Gesundung meiner Frau. Ich will schließen diesen Brief und wünsche Ihnen so wie Ihrer Familie die besten Wünsche und alles Gute von ganzem Herzen. Ihr Rudolf Redwanz, Berlin-Frohnau, Invalidensiedlung 2. Was haben Sie daraus entnommen? Sein Glaube war so stark, dass er sich auch auf die Frau, auf das körperliche Befinden seiner Frau übertragen hat. Was hatte die Frau? Die Frau, die war irgendwie belastet eben. Ja, irgendwie, also. Ja. Es geht deutlich hervor, wie Sie das da gehört haben. Wir wollen nichts anderes nehmen, nur uns darauf beschränken, was dieser gute Mann da geschrieben hat. Und glauben wir, dass es die Wahrheit ist. Ich glaube nicht, dass er die Wahrheit ist. War sie ihre Gedanken nicht mehr, konnte sie die nicht mehr kontrollieren selbst, meines Erachtens. Wir drücken sich da ganz deutlich aus. Alles zum Fenster raus, schreibt er. Ja, was ist so ein Mensch? Was würde ich sagen? Ja, er ist geistig geistig erkrankt gewesen, nicht? Sie sagen etwas, Sie sind gut. Ja, ob ja oder nein, bitte. Sind Sie Fachmann, wissen Sie, wenn ich das alles nehme und hier zum Fenster rauswerfe, bin ich dann. Kann man auch sagen. Naja, warum sagen Sie es nicht gleich? Wir wollen nur uns mit diesen wenigen Worten beschränken. Oder würden Sie anders sagen? Wer würde anders sagen? Ich möchte es nicht als verrückt bezeichnen. Ja, sie ist verrückt. Was verstehen Sie unter verrückt? Abgerückt. Bitte? Sie ist abgerückt. Ich will selbst zeigen, ich will. Was verstehen Sie unter verrückt? Überhaupt. Was sagt Ihnen das Wort? Er ist verrückt. Gut. Wo gehen die Verrückten hin? Ja, was sagt Ihnen? Das ist doch alltäglich. Bitte? Irrenanstalt. Der eine sagt in der Irrenanstalt, dann habe ich Heilanstalt gehört. Na? Und was halten Sie von einem verrückten Menschen? Ja, er muss auf einen normalen Stand wieder gebracht werden. Bitte? Damit die Verrückung wieder rückgängig ist, nicht? Auf einen normalen Stand gebracht werden. Nee, jetzt nicht von dieser Belehrung, hier wollen wir jetzt nicht ausgehen. Von dem, was wie Menschen ausgehen, die sagen, der ist verrückt, der ist nicht normal. Sagen sie auch. Oder der ist ganz verrückt, der ist komplett verrückt. Der ist total verrückt. Das sind diese Ausdrücke, das sind die Bezeichnungen von Menschen. Verrückt. Ne? Was Sie unter verrückt verstehen, Sie wissen, der ist nicht ganz klar. Oder Sie sagen auch, das ist ein Idiot. Sagen Sie auch. Verrückt ist er. Ja. Wir müssen das Wort nur richtig verstehen, verrückt. Aber zu weit will ich Sie nicht einweihen. Richtig ist er verrückt. Und es ist nicht schwer und auch nicht schlimm, so einem Menschen zu helfen, wenn er verrückt worden ist von Menschen.
Sie können auch verrückt werden, Sie sind auch verrückt worden von Ihrem Platz, auf dem Gott Sie gestellt hat. Warum? Alleine deshalb, weil Sie menschenhörig geworden sind, nicht mehr gotthörig. So Sie jetzt gotthörig werden, kommen Sie langsam auf Ihren Platz zurück, von dem Sie verrückt worden sind. Verstehen Sie? Und daher ist das so leicht möglich, diesen Menschen wieder auf den richtigen Platz zurückzuführen. Sollte es nur ein Einzelfall sein? Naja, kann es ein Einzelfall sein, man weiß, warum, wieso, weshalb es ist. Nein, es gibt aber mehrere dieser Fälle. Also was Sie jetzt richtig zu verstehen haben, in einem Wort liegt die Bedeutung, das heißt, ist auch das Wissen und liegt auch das Können. Das sagt Ihnen schon alles, aber das müsste der Mensch wissen. Nicht so ein Verrückter geht in eine Verrücktenanstalt hin, in eine Heilanstalt hin. Nein, weil du, mein lieber Mitmensch, es festgestellt hast, dass er verrückt ist. Frage, wer hat ihn verrückt? Ich müsste sagen, wie die Menschen sprechen, verrückt gemacht. Ne? So wie sie sprechen. Aber wer hat ihn verrückt von seinem Platz? Wer hat ihn durcheinander gebracht? Dass er zu guter Letzt nichts mehr von sich weiß. Dass er in diese Verwirrnisse geraten ist und alles zum Fenster rauswirft. Nun ja, weil er geholfen wurde, dieser Frau, weil er der Mann geglaubt hat. Nicht schon. Wie stark muss aber doch der Glaube sein? Und was das Wörtchen Glaube Ihnen sagt, wissen Sie das, was es Ihnen sagt? Geschäftsmann glaubt auch an ein gutes Geschäft. Ne? Dass er ein gutes Geschäft machen wird. Aber es gibt so viele, jeder hat einen Glauben. Sie haben mehrere, nicht nur einen. Aber hierin haben Sie den richtigen Glauben, was Sie selbst betrifft und was das betrifft, was Sie nötig haben. Ob Sie daran glauben, auch daran glauben, dass Sie wirklich zu Gott gehören. Naja, man hat es uns gelehrt. Das sagt uns die Religionsstunde, die Bibelstunde. Ja, die schon. Nun kann es sein, aber ich habe Gott ja noch nicht gesehen. Aber naja, bei uns ist es so. Wir gehen zur Kirche, wir glauben, wir beten ja auch. Wir sind gläubig, wir sind Christen. Und so vieles mehr. Das alles von sagt nichts.